Teil 4 Die Geheimlehre von H. B. Blavatsky Erzengel oder Dhyani-Buddha Rosenkreuzer. Ferner lehrt die Geheimlehre die fundamentale Identität aller Seelen mit der universellen Oberseele, welche selbst ein Aspekt des unbekannten Ursprungs ist, und die Verpflichtung oder Notwendigkeit für jede Seele, den Zyklus von Wiedergeburt in Übereinstimmung mit zyklischem und karmischem Gesetz während seiner ganzen Dauer zu durchwandern. Mit anderen Worten, keine rein geistige Buddhi, also göttliche Seele, kann eine unabhängige, materielle Existenz haben, ehe der Funke, welcher aus der reinen Essenz des universellen Prinzips oder der Oberseele entsprang, a. jede elementare Form der phänomenalen Welt dieses zyklischen Zeitalter durchlaufen hat und b. Individualität erlangt hat, anfangs durch natürlichen Trieb, später durch selbst herbeigeführte und selbst erdachte Anstrengungen, dabei von seinem Karma zurückgehalten und so durch alle Grade der Intelligenz, vom niedersten bis zum höchsten Inneren, von Mineral und Pflanze bis hinauf zum heiligsten Erzengel bzw. den Dhyani-Buddha emporgestiegen ist. Sie stehen für Weisheit, Zuverlässigkeit, Gleichmut, Mitgefühl und Furchtlosigkeit. Erlangt man diese, so wird man gleich einem christlichen Erzengel oder im Buddhistischen einem Dhyani-Buddha. Bemerkung: Die Erzengel und die Dhyani-Buddha sind also ähnlich oder eines ist der Vorläufer. Ich gehe davon aus, dass aus Erzengel in der indischen Kultur die Dhyani-Buddha entstanden. Denn schon zu Urzeiten von Atlantis sprachen die Bücher vom Erzengel Michael, einem Asenkönig, welcher gegen das Böse kämpfte. Er besaß vor allem vollumfängliche Furchtlosigkeit. Beide Wesenheiten verkörpern dieselben 5 Eigenschaften. Die Grundlehre der esoterischen Philosophie gibt keine Privilegien und besonderen Gaben im Menschen zu, außer jenen, welche sein eigenes Ego durch persönliche Anstrengung und Verdienst während einer langen Reihe von Seelenwanderungen und Reinkarnationen gewonnen hat. Dies ist es, warum die Inder sagen, dass das Universum Brahman und Brahma ist. Denn Brahman ist in jedem Atom des Universums. Denn obwohl die Wurzel jedes Atoms als Individuum und jeder Form als Kollektivum dieses 7. Prinzip oder die eine Wirklichkeit ist, so ist dies doch in seiner geoffenbarten, phänomenalen und temporären Erscheinung nichts Besseres als eine vorübergehende Illusion unserer Sinne. Nach Pralaya, sei es nun der große oder der kleinere Pralaya, der letztere lässt die Welten im Status quo, ist das erste, das zu aktivem Leben wieder erwacht, der plastische Akasha-Raum, Vater, Mutter, der Geist auch die Seele des Äthers oder die Fläche des leeren Kreises, siehe Video Teil 3. Der Raum heißt die Mutter, vor seiner kosmischen Aktivität und Vater-Mutter im ersten Stadium des Wiedererwachens. In der Kabbala ist er auch Vater-Mutter-Sohn-Raum. Aber während in der östlichen Lehre diese das 7. Prinzip des geoffenbarten Weltalls oder seine Geistseele Intelligenz ist und die Dreiheit sich verzweigt und sich in die 7 kosmischen und 7 menschlichen Prinzipien teilt, ist es in der westlichen Kabbala der christlichen Mystiker die Dreiheit oder Dreieinigkeit und bei ihren Okkultisten der mannweibliche Jehova, Jahava. Darin liegt der ganze Unterschied zwischen den esoterischen 7 Prinzipien und der christlichen Dreieinigkeit. Die Mystiker und die Philosophen, die östlichen und westlichen Pantheisten, synthesieren ihre prägenetische Dreiheit in der reinen göttlichen Abstraktion. Die Orthodoxen anthropomorphisieren, also verkörpern sie. Während der orthodoxe Christ seine persönliche schöpferische Gottheit in die 3 Personen der Dreifaltigkeit teilt und keine höhere Gottheit zulässt. Die Dreifaltigkeit ist im Okkultismus das abstrakte Dreieck, beim Orthodoxen der vollkommene Würfel. Der schöpferische Gott oder die zusammengefassten Götter werden vom östlichen Philosophen als falsche Erscheinungen betrachtet, als etwas, das infolge trügerischer Erscheinungen als eine materielle Form vorgestellt wird und werden dahin erklärt,
dass sie in dem illusorischen Begriffsvermögen der egoistischen, persönlichen und menschlichen Seele entstehen. Der Zustand des Wiedererwachens des Weltalls wird in der heiligen Symbolik als ein vollkommener Kreis mit dem Wurzelpunkt in der Mitte dargestellt. Dieses Zeichen war universell, daher finden wir es auch in der Kabbala. Die westliche Kabbala jedoch, nunmehr in den Händen christlicher Mystiker, ignoriert es vollständig, obwohl es im Zohar, dem bedeutendsten Schriftwerk der Kabbala, klar gezeigt wird. Diese Sektierer beginnen mit dem Ende und geben als das Symbol des prägenetischen Kosmos das Symbol Kreuz im Kreis an und nennen dies die Vereinigung von Rose und Kreuz. Das große Geheimnis der okkulten Zeugung, daher der Name Rosenkreuzer. Rose, Kreuz. Dies kann man sehen an einem der wichtigsten und wohlbekanntesten ihrer Symbole, welches bis jetzt niemals auch nicht von modernen Mystikern verstanden worden ist. Es ist das des Pelikans, der seine Brust aufreißt, um seine 7 Jungen zu füttern. Der echte Glaube der Brüder vom Rosenkreuze ist auch ein direkter Schössling der östlichen Geheimlehre. Die 7 Jungen des Pelikans sind die 7 kosmischen und 7 menschlichen Prinzipien. Brahman, das höchste Absolute, hat den Namen Kalahamsa, was nach der Erklärung der westlichen Orientalisten den ewigen Schwan oder Gans bedeutet, und denselben Namen hat Brahma, der Schöpfer. Ein großer Irrtum machte sich da bemerklich. Es ist Brahman, Neutrum, das als Hamsa Vahana bedeutet das den Schwan als sein Vehikel benutzt, zu bezeichnen wäre, und nicht Brahma, welcher der Schöpfer ist. Brahman ist das Absolute, das Allumfassende, das Universelle. Es ist das alles durchdringende, göttliche, namenlose, formlose, ewig Absolute, allem innenwohnende Prinzip. Brahman ist das zentrale göttliche Prinzip des Vedanta. Brahma ist Schöpfer, Teil der hinduistischen Trinität, welches aus Brahma, Schöpfer, Vishnu, Erhalter und Shiva, Zerstörer, besteht. Das Erste setzt notwendigerweise etwas voraus, das zuerst Hervorgebrachte, das Erste in Zeit, Raum und Rang und daher endlich und bedingt ist. Das Erste kann nicht das Absolute sein, denn es ist eine Offenbarung. Daher nennt der östliche Okkultismus das abstrakte All im Jenseits die eine ursachenlose Ursache, die wurzellose Wurzel. Die 7 später wiedergegebenen Strophen des ältesten Buches repräsentieren 7 Glieder des Prinzips. Sie beziehen sich auf und beschreiben die 7 großen Stadien des Entwicklungsvorganges, von denen die Puranen als von den 7 Schöpfungen sprechen und die Bibel als von den 7 Schöpfungstagen. Strophe 1 beschreibt den Zustand des einen Alls, während Pralaya vor der ersten Schwingung der wiedererwachenden Offenbarung. Strophe 2 beschreibt einen Zustand, der für ein westliches Gemüt so nahezu identisch mit dem in der ersten Strophe erwähnten ist, dass der Ausdruck des Gedankens dieses Unterschiedes eine Abhandlung für sich erfordern würde. Daher muss es der Intuition und den höheren Fähigkeiten des Lesers überlassen bleiben, soweit er kann, die Bedeutung der verwendeten allegorischen Ausdrücke zu erfassen. Es muss in der Tat daran erinnert werden, dass alle diese Strophen vielmehr an die inneren Fähigkeiten appellieren, als an das gewöhnliche Verständnis des physischen Gehirns. Strophe 3 beschreibt das Wiedererwachen des Weltalls zum Leben nach Pralaya. Strophe 4 zeigt die Aufspaltung des Keimes des Weltalls in die 7-fache Hierarchie von bewussten göttlichen Kräften. Strophe 5 beschreibt den Vorgang der Weltformung. Zuerst diffuse kosmische Materie, dann der feurige Wirbelwind, das erste Stadium bei der Formung eines Nebels. Dieser Nebel verdichtet sich und bildet, nachdem er verschiedene Umformungen durchlaufen hat, ein Sonnenuniversum, eine Planetenkette
oder einen einzelnen Planeten, je nachdem. Strophe 6 deutet die darauffolgenden Stadien in der Bildung einer Welt an und führt die Entwicklung einer solchen Welt bis zu ihrer 4. großen Periode weiter, der Periode entsprechend, in der wir jetzt leben. Strophe 7 setzt die Geschichte fort, indem sie das Herabsteigen des Lebens bis zur Erscheinung des Menschen verfolgt. Die Strophen sind durchaus in ihrer ins Moderne übertragenen Version gegeben, da es schlechter als nutzlos wäre, den Gegenstand durch Einführung der archaischen Phraseologie des Originales mit ihrem verwirrenden Stil und Worten noch schwieriger zu machen. Es sind Auszüge aus den chinesischen, tibetanischen und Sanskrit-Übersetzungen, Kommentare und Glossen zum Buche des Zion gegeben. Nunmehr zum ersten Male in einer europäischen Sprache. Es ist nahezu unnötig zu erklären, dass bloß Teile der 7 Strophen gegeben sind. Wenn sie vollständig veröffentlicht würden, so würden sie für jedermann, außer für wenige hochentwickelte Okkultisten, unverständlich bleiben. Auch ist es überflüssig, den Leser zu versichern, dass die Schreiberin oder vielmehr die bescheidene Aufzeichnerin diese verweigerten Stellen nicht mehr versteht als die meisten Profanen. Das würde lauten wie reines Abracadabra. Vielen Dank für das Zuhören. Blawatzkys Texte verstehen viele erst im Laufe der Zeit. Die Schreibweise ist aus dem 19. Jahrhundert. Viele Begriffe sind aus fernen Kulturen. Ich werde manches vereinfacht wiedergeben und auch mal Erklärungen einfügen. Ich gebe die Geheimlehre in kleinsten Einheiten von wenigen Minuten wieder. Das wird viele Teile und Zeit erfordern. Auf alle Fälle wird es stetig spannender. Deshalb lohnt es sich, mir zu folgen und den Kanal zu abonnieren. Auch über ein Like freue ich mich ehrlich. Bis zum nächsten Mal.